Clown, Clown, Appelwitt mit Clown, ruckzuck Oberzaun. Ein jeder Abend kann es nicht, denn es muss Hamburg sein. Clown, Clown, Appelwitt mit Clown, ruckzuck Oberzaun. Ein jeder Abend kann es nicht, denn es muss Hamburg sein. Clown, Clown. Ich versuche Filme zu machen, wo ich auch also nicht Rätsel aufgebe. Ich erzähle ja schon Geschichten, die eine Dramaturgie haben, aber die sind nicht so von den Sehgewohnheiten so selbstverständlich, weil bis heute ist die Erinnerungskultur so, dass man hauptsächlich zurückguckt. Also es geht um Archive bei den Historikern, es geht um Gesetze, es geht um Archive wie das Staatsarchiv. Da sind die Unterlagen, die beschreiben, wie deutsche Geschichte war. Es gibt einen Ausspruch, der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers, weil der könnte ihm seine ganzen Unterlagen durcheinander bringen, indem er sagt, ich habe was anderes erlebt. Und der Historiker könnte sagen, ist alles subjektiv, was du gesehen hast. Das ist keine Grundlage, um irgendwie eine Geschichte aufzuarbeiten. Muss aber nicht sein, ne? Man müsste hier nochmal wieder ausgraben. Es ist alles mit sehr vielen Schichten überdeckt, also wie wenn man ausgräbt in Archäologie, dass man alles runter macht, bis man dann endlich das eigentliche Leben von früher entdeckt, wie gebaut wurde und wie man gelebt hatte. Und wenn man so über die Straße geht, sieht man das gar nicht. Da muss man erst graben und bauen. Das müsste man vielleicht jedenfalls in Gedanken machen. Ich arbeite zu diesem Thema jüdische Geschichte in Deutschland eigentlich seit 1987. Und dann hast du natürlich eine Grundsicherheit, eine thematische, um mit diesem Thema umgehen zu können. Und das hilft in solchen Interviews natürlich, dass man die ganzen historischen Zusammenhänge sehr genau kennt. Auch die Situation in den Konzentrationslagern, wie das gewesen ist. Und das macht es dann einfacher, mit den Protagonisten zu reden. Wobei aber da noch hinzukommt, dass ich die Frauen eben schon sehr lange kenne. Dass es auch so etwas gibt wie ein Vertrauensverhältnis. Dass es nicht die Form ist, wie Spielberg sie gewählt hat, was natürlich ganz wichtig ist, dass man alles dokumentiert, was die Zeitzeugen noch zu erzählen haben. Aber sowas will ich ja gar nicht machen. Ich möchte mit persönlichen Menschen, die ich kenne, dann über so ein Thema reden. Und dann kommt man auch in eine ganz andere Tiefe natürlich rein. Und dann kamen wir nach Auschwitz, was natürlich das Schlimmste von allen Lagern war. Da stand Herr Mengele mit seinem Hund und sagte, du gehst rechts, du gehst links. Glücklicherweise ging ich rechts. Mein guter Freund Erwin Böhn, der mir Tschechisch beigebracht hat, mit dem ich gearbeitet habe, ging nach links. Und wir gingen dann, es wurde uns alles weggenommen. Ich hatte noch eine Uhr, die habe ich schnell mal auf die Erde geschmissen, dass sie die nicht gehend bekommen. Und es wurden uns die Haare abgeschoren und wir gingen in die Dusche und es kam nicht Gas, es kam Wasser raus. Und dann bekamen wir ganz leichte Kleidung. Es war Oktober, in Polen schon sehr kalt. Und dann kamen wir in so eine Baracke, auch mit 3 Betten übereinander und 12 Mädchen auf so einer Pritsche. Wieder keine Decken, keine Matratzen, keine Kissen, gar nichts. Und nachts lagen wir wie die Löffel nebeneinander. Und wenn einer sich umdrehte, mussten sich alle umdrehen. Da war nicht genug Platz sonst. Und ein Kübel in der Ecke für 100 Frauen oder wie viel da waren, vielleicht noch mehr. Naja, du weißt wofür. Und dann nachts haben sie die Leute aus den Baracken geholt und auf LKWs in die Gaskammer gefahren. Und die haben geschrien, die wussten natürlich, wo es hingeht. Ich höre das heute noch und auch den Geruch werde ich nie vergessen von Auschwitz. Also dass in einer Welt heutzutage, wo man ja von Bilderfluten sprechen kann, dass ich mich wirklich auf ein Gesicht konzentriere und versuche, diesen Menschen, der dahinter steht, eigentlich in einen Dialog zu bringen und ihn zum Erzählen zu bringen.
Also im Gegensatz jetzt, wo im Fernsehen dann Leute, Protagonisten, eigentlich weitgehend dazu benutzt werden, dass sie schnell mal ihre Sachkenntnis zu irgendeinem Thema kurz mal darstellen, versuche ich eigentlich hinter die Geschichten der Menschen zu kommen. Ich habe eigentlich in einem Kinderhaus gearbeitet, in Hamburg, in Eimsbüttel, und bin irgendwann aufgewacht und habe gesagt, ich will Filme machen. Also wo das eigentlich herkommt, weiß ich auch nicht. Das sind wahrscheinlich die Geheimnisse, die dann nachts in den Traumphasen ablaufen. Auf jeden Fall war das ein Moment, den habe ich dann ernst genommen, weil mein Leben hat sich immer dermaßen verändert und das hat immer mit dem Aufwachen zu tun. Zu der Zeit war im Kinderhaus Astrid Proll, die ja lange Zeit auch bei der RAF gewesen ist, kam aus England und brauchte einen Job. Und Astrid haben wir dann in der Heinrichstraße eingestellt. Und sie hat Videoarbeit mit Schulkindern gemacht. Und dann habe ich Astrid gefragt. Ich sage, Astrid, ich will Filme machen, wo gehe ich da hin? Und dann sagte Astrid, ja, geh doch mal an die Tede. Da ist Christian Bau, der ist ganz nett. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und in Hamburg war sein Strömer aus der Schule, hat die langen Büchsen eben übers Bein. Den Mut he natürlich auch mal das Zigarrsmeuken. Hey, het heuert so Dings, das schmeckt ja gar nicht fein. Abends krabbelt he gemütlich in so ne Ecke rein. Muckt zwei Züge ordentlich kräftig durch die Lungen. Sein Gesicht hat war so bleek als wie ein Kölnkäse. Das riskiert jeder Hamburger Jung. Clown, Clown, Äppelwölf wie Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Ich habe 1994 ein Projekt machen wollen zu dem ehemals jüdischen Volksheim in der Wohlersallee in Altona, wo heute eine Kita von Sternipark ist. In diesem Verein arbeite ich auch und setze mich mit der Geschichte der Häuser auseinander. Und ich wollte eine Kunstaktion mit dem Haus machen und sowas wie eine lebendige Erinnerung. Nicht mit Zeitzeugen, sondern eher mit Projektionsflächen, mit Schatten, mit Schauspielern und Musik. Und parallel dazu habe ich mich gefragt, wie arbeitet man eigentlich modern zu so einem Thema Erinnerungskultur als Künstler? Und da wollte ich dann ein Lied um einen großen Häuserblock schreiben, da wo früher das Zentrum des jüdischen Lebens in Altona war. Und habe dafür ein Lied gesucht, was ich auf die Straßen schreiben kann, was eben Juden und Nichtjuden mal zusammenbringt und nicht auseinanderdividiert. Und dann habe ich in der Recherche rausbekommen, dass eben Hamburgs berühmtestes Lied an der Eckzeitenjungen mit dem Tüdelband auf Ludwig Wolf Isaak zurückgeht. Und diesen Moment werde ich eigentlich nie vergessen, weil ich habe hier auf St. Pauli dieses Lied oft genug gesungen und wusste nicht, wer die Textdichter waren. Und da habe ich mich hinterher noch für irgendwie geschämt, dass ich hier groß geworden bin und Lieder singe, wo ich nicht weiß, wer hat die getextet. Ja, das ist die CD, die ich hergestellt habe von den Gebrüdern Wolf aus meiner Schellackplattensammlung. Also ich habe vor 25 Jahren mal auf dem Flohmarkt einen Stapel Schellackplatten gekauft und so fing dann meine ganze Sammelleidenschaft an. Ne? Und da war eine Gebrüder Wolf-Platte bei. Dann habe ich mir die zu Hause angehört, gedacht, was ist das denn für eine tolle Sache. Dann habe ich auch annonciert in Zeitungen in Hamburg und da ist dann so einiges gekommen. Meisterwelt über Flohmärkte und Nachlässe dann so bekommen. Ne? Die haben auf den verschiedensten Plattenmarken gesungen. Man findet jede Plattenmarke, die es in der Zeit gegeben hat, findet man die Gebrüder Wolf drauf. Also die waren schon, sehr mehr als beliebt, ne? Ja. In Hamburg. Ja. Nicht nur in Hamburg. Kannten Sie die Songs vorher schon? Durch meinen Vater, der ist Jahrgang 1906, der lebt heute noch, der ist 96 Jahre alt. Und der hat diese Sachen mir, war ich Kind, vorgesungen. Vor allen Dingen Snuten und Poten. Der hat auch die Gebrüder Wolf noch gesehen in der Flora, auf der Bühne. Und fand sie auch immer toll. Und daher kenne ich auch die Lieder dann, ne, aus dieser Zeit. Und du hast ja dann den Urenkel von einem der Wolf-Brüder dann in San Francisco entdeckt. Ich habe ihm erzählt vom Tüdelband und von den Gebrüdern Wolf und er hat mich mit großen Augen angeguckt, wovon redet der? Und naja, jedenfalls habe ich am Ende ihm gesagt, dass ich einen Musikfilm machen will, von der Volksmusik zum Hip-Hop. Und ob er da mitmachen würde. Und dann sagte er mir, ja, er wäre auch Hip-Hopper, zog die CD raus, gab sie mir und der Kreis hat sich geschlossen. Ja, und seitdem arbeiten wir zusammen.
ever since I was a little boy, I connected to stories and to songs and to words. And so I've just chosen to every day spend my time thinking about these things and focusing my energy on creating instead of destroying. I feel specifically that the art is just, it's a part of me. I feel that art is the reflection, the manifestation, the tangible way that human beings take all the energy of life and all the crazy emotions and thoughts and feelings, and they just funnel it and channel it into a specific form, whether it's film or acting or writing or painting. And it's a way that you can take this crazy life and have a moment where you can hold something in your hand and say, that's what it means to be a human being. Erst als ich Dan Wolf im Jahre 2000 nach Hamburg geholt habe, ist das Projekt nach 5 Jahren wirklich, hat einen Durchbruch erreicht, weil das fanden sie hier alle sensationell, dass so ein junger Rapper aus San Francisco hier steht, nicht eine überlebende Zeitzeugin, sondern ein junger Mann, der völlig locker ist, der mit Musik arbeitet. Und da wurden ziemlich viele Leute aufmerksam. Da hat auch die Kultursenatorin Dan empfangen im Rathaus, im Wolf-Archiv, im Museum, im Wolf-Archiv. Und das war eine ganz wichtige Zwischenstufe, weil man dann in Hamburg an andere Leute auch gekommen ist. Dass dann Uli Waller jetzt am St. Pauli-Theater damals Kammerspiel, ein Theaterstück gemacht hat und somit das Thema Gebrüder Wolf immer mehr in diese Stadt eindrang. Papageien mit Bleu und Blü. Darum, Kinder, lobt uns wohl, Zwutschen oder Fischmarkt wohl. Da könnt ihr uns amüsieren, ruckt uns nicht genieren. Mir war immer klar, dass die Gebrüder Wolf heute Rapper gewesen wären, weil sie mit Sprache gearbeitet haben, weil sie urkomisch waren. Also das war für mich immer klar, das kann ich gar nicht begründen, warum. Und habe dann mit Trainingslager mit der Rapband von Dan aus San Francisco 2000 dann ein gemeinsames Konzert gemacht. Das war für mich und den Film wichtig, dass die sich kennenlernen. Und habe dann ein Hip-Hop-Konzert organisiert in der Großen Freiheit in der Betty Ford Klinik. Und das war super. So ein Publikum hat es noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert gegeben. Und das hat aber gleich gefunkt zwischen denen. Yo, I rock the mic, I'll be a funnel. Rock undersea, yo, we rock this L tunnel. Put it all together with the styles complete. Lyrical styles. Who is the next MC who's gonna retreat? Not me, cause I'm overseas. Overland, that's right, we expand and cross countries. That's right, here we go. Up and in the tunnel, you the T-U-N-N-N-E is the LL, we got Rockwell. Yo, we pass from straight to north to south to back forth. Yo, zu der 1, zu der 2, zu der 3, der 4. Das hier ist wirklich Untergrundrevier. Denn mich schert nicht auf der Welt dieser ganze Geldrommel. Wir sind underground und zwar genau wie der Elbtunnel. So sieht es aus. In Hamburg bis nach San Francisco. Egal, wer ist der Nächste? Ja, Mann, es geht auf dem Weg, also weiter. Mir war damals nicht klar, wie soll ich einen Film machen eigentlich mit einem 24-Jährigen. Und mir hat eigentlich Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, er ist Künstler, er ist Schauspieler, ich kann ihn notfalls inszenieren. Und bin aber immer mehr, je näher die Drehtermine kamen, davon abgekommen, irgendwas zu inszenieren, sondern für mich konnte das nur funktionieren, wenn ich ihn laufen lasse. Die kommen irgendwie zu mir, meine Themen. Die ergeben sich. Also sich mit deutscher Geschichte auseinanderzusetzen, hat natürlich damit zu tun, dass ich hier entweder mit Menschen, früher mehr mit Menschen, heute mehr mit Orten konfrontiert werde, die eigentlich die deutsche Geschichte dann spiegeln. Und dann merkt man eigentlich, da muss man doch noch was irgendwie anderes zu sagen können, als nur das für sich selbst so hinzunehmen. Und ich finde die Auseinandersetzung mit den Orten eigentlich eine hochspannende, weil die Orte auch irgendwas verbergen.
Wissen Sie, was da sich hinter verbirgt? Also ich nehme an, das Treppenhaus, der Eingangsbereich des Treppenhauses, wahrscheinlich geht das da irgendwie so schräg weg. Und da man diese Schrägen nicht brauchen konnte, hat man es ja wahrscheinlich kurzerhand dicht gemacht. Hier stand immer ein Schrank. Also wenn die Handwerker nichts da eingemauert haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand was da eingemauert hat. 1937, 38 hat keiner an Krieg gedacht, außer einem. Und ich glaube nicht, dass die Guggenheims noch diesen Raum geschlossen haben, um da irgendwas zu verbergen. Ich würde auf keinen Fall öffnen, das würde mir auch viel leer liegen, eben aus der Idee des idealen Raumes, des schwarzen Quadrates heraus. Ich würde vermeiden, sozusagen zurückzukehren in eine Erinnerungsbewältigung, die nur auf einer kleinen Kamera möglicherweise beruht, die durch ein Loch geschoben wird und dann zeigt, es ist was in dem Raum oder nicht in dem Raum. Nein, ich finde das so als Ideal, als Idee, als etwas, was uns ganz anders von A nach B bringt, als da reinzugucken tatsächlich. Das finde ich maßlos spannend. Das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant, dass du nicht unbedingt rein filmisch denkst. So. Also Ja, das ist eine Erfahrung aus der Anfangszeit der TEDe, wo ich gesehen habe, wie Leute bei uns schlechte Laune gekriegt haben, wenn das Fernsehen nicht gleich gesagt hat, dass sie den Film mit fördern sollen. Und wenn man dann nur ein Projekt hat, an dem alles hängt, bleibt und man kriegt eine Ablehnung, bleibt eigentlich nur noch Trostlosigkeit. Und dem wollte ich immer entgehen. Und deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, ich brauche immer auch andere Projekte, um überhaupt, dass ich mich selbst wieder auffangen kann und irgendwie kreativ weiterarbeiten kann. Und das hat eben auch bei den Verhandlungen im NDR, die ein Jahr gedauert haben, geholfen, dass ich andere Projekte hatte, eben halt. Und so, daraus hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich mit Film auch mit Installationen arbeite, die ich dann in Häusern, eben halt auch in ehemals jüdischen Häusern mache oder eben halt im öffentlichen Raum. Und das finde ich auch viel spannender, weil Film ist natürlich eine hochkomplexe Geschichte, wo man in der Recherche anfängt, wo man dann Bücher schreiben muss, wo man Geld beantragen muss. Das ist ja immer ein Prozess, der läuft über 2 Jahre und das ist mir zu wenig, dass ich nur da immer dran hänge, sondern ich brauche zwischendurch kreative Prozesse auch permanent, auch eine Auseinandersetzung mit der Außenwelt, damit ich überhaupt gute Laune behalte. Also das ist mir schon ganz wichtig. Ja. Und ich glaube auch, dass die Zukunft, ich glaube, es wird immer schwieriger, Geld zu kriegen für so eigenwillige Projekte. Und diese Form jetzt auch mit einzelnen Menschen, also Interviews, Gespräche zu führen und Erzählungen zu bekommen, das ist natürlich auch schnell zu realisieren. Da muss man nicht jahrelang warten. Und ich glaube, wenn die Geschichten interessant sind, dann ist das immer klasse. Also mich hält sowas immer in Bewegung, wenn ich interessante Menschen treffe und sie interessante Geschichten erzählen. So when we end, silence. Just listen to the sound. Don't even say wow. Just listen. It's amazing. The room is so great. The ghosts in here. That's it. That's the sound. And that's really been incredible to be a Jew from America, working with Germans, working with Polish kids, working with a Turkish kid, kids from South America, all together in this place. And the idea of actually coming to a concentration camp that I've been hearing stories about, I mean, not just this camp, but hundreds of these camps throughout Europe since I was a small child. And to try to do art at one of these camps seemed incredibly intimidating. Ich finde, dass die Arbeit in Gedenkstätten doch sehr eingeengt ist. Also wenn man sich das mal anguckt, da kommen Busse mit Schülern, die werden reingeschickt, die kriegen 5 Stunden Horror serviert, ohne Ende.
dann geht es in die Kantine, dann gibt es Nudeln mit roter Soße und dann geht es zurück in die Stadt. Und das, finde ich, ist keine adäquate Form, sich mit deutscher Geschichte und diesem Schrecken auseinanderzusetzen. Und das sind dann eben Versuche, auch ganz anders damit umzugehen. Das erste Mal hier war, fühlte ich mich beeindruckt und bedrückt von den ganzen Gefühlen und Emotionen, die auf mich zukamen. Als ich das erste Mal hier war, fühlte ich, als würde mich irgendwas runterziehen. Als ich das erste Mal hier war, war ich beeindruckt von dem Ort. Als ich das erste Mal hier war, wusste ich nicht, wie ich mich zu verhalten habe, ob ich hier lachen darf oder nicht. Als ich das erste Mal hier war, kamen mir die Tränen. Ich konnte die Menschen sehen, die hier einst gelitten und gearbeitet haben. Es war unerträglich. Dass das wirklich auch eine Form ist, wo man die Geschichte des Ortes mit den eigenen Gefühlen, die man an diesem Ort hat und das in Kunst umsetzt, wirklich funktioniert. Also wo wir mit einer Tänzerin, mit einem Komponisten, mit einem Rapper, mit einer Sängerin gearbeitet haben, mit einer Choreografin. Das ist wirklich auch eine angemessene Arbeit, die zwar erstmal fremd klingt, aber man muss ja solche Versuche machen. Man kann das ja nicht immer so weiterlaufen lassen.